exakt heute vor 30 Jahren ist die Inosoft ins Handelsregister eingetragen worden. Ich habe tatsächlich auch noch die Unterlage hier, die damals vom Amtsgericht per Post, per Brief an uns geschickt worden ist. Die offizielle Eintragung, wir waren mega stolz damals, ich kann mich noch gut daran erinnern. Das sind jetzt 3 Jahrzehnte, die vergangen sind und wir haben uns mal überlegt, diese 3 Jahrzehnte oder die interessantesten Aspekte aus diesen 3 Jahrzehnten Revue passieren zu lassen und ein bisschen drüber zu quatschen, ja, um den Anlass so ein ganz kleines bisschen zu feiern. Mit dieser Eintragung war die Inosoft dann in der Welt. Vorher war es ja Planung, Verträge machen und dergleichen und natürlich auch schon arbeiten. Aber da hieß es dann Butter bei die Fische geben. Und dann haben wir ja diese wunderbare Eintragungsmitteilung bekommen mit diesen Schnörkeln drum, Ja. die wir seitdem in Ehren halten und die niemals aus unseren Unterlagen verschwinden wird. Heutzutage sieht es ein bisschen putzig aus, aber für uns war das schon eine wahnsinnige Sache, ne? Und so die Anfangszeit war ein finanzieller Eiertanz, weil wir hatten Arbeit und wir hatten auch Kunden und unsere Kunden haben auch immer gut bezahlt. Wir hatten also niemals Forderungsausfälle, aber unsere finanziellen Verpflichtungen, die kamen immer zu einem Tag X, zu dem aber nicht zwangsläufig unsere Kunden bezahlt haben. Und das hat mir dann schon immer ein paar Tage vorher den Adrenalinspiegel sehr, sehr in die Höhe getrieben, weil es für uns ungeheuer wichtig war. Also schon da war unser Wertesystem, haben wir ja übereingestimmt, ne? Wir wollten pünktlich bezahlen, wir wollten auch für unsere Lieferanten oder Vermieter oder für wen auch immer auch da eine gewisse Zuverlässigkeit darstellen. Und das ist was, das zieht sich durch unsere 30 Jahre absolut kontinuierlich durch. Und da sind wir stolz drauf. Und das erste Jahr, das haben wir dann auch wirklich, und da muss ich jetzt ganz dolle aufpassen, dass ich nicht Euro sage, wir haben sie mit knapp 380.000 Mark Umsatz abgeschlossen. Das war schon damals wirklich eine Hausnummer, also für uns jedenfalls. Gemacht haben wir den Umsatz zunächst tatsächlich im Trainingsbereich, also wir haben mehr oder weniger als Trainingsinstitut gestartet. Wir haben in dieser Microsoft Office Suite, die damals auf den Markt gekommen ist, mit Word, mit Excel, mit PowerPoint, dann heimische Unternehmen trainiert, geschult und das waren vorrangig Automobilzulieferer oder die Beringwerke. Und das war dann auch der Grund, weshalb wir einen Trainingsraum in Marburg angemietet haben, am Grün, den es heute noch gibt. Und wir haben damals relativ innovativ die Arbeitsplätze gestaltet. Wir haben die in einer U-Form aufgebaut, sodass der Trainer in der Mitte stehen konnte, um zu sehen, was die einzelnen Teilnehmer so treiben und dort besser einwirken zu können. Wir haben damals ein relativ schönes Echo auch in der heimischen Presse gehabt. EDV-Firma mit zweitem Standbein in Marburg. Inosoft bietet Kurse und Beratung für Windows-Anwender in Marburg an. Und wir sind damals also eines der ersten IT-Unternehmen bundesweit als Microsoft autorisiertes Trainingscenter ausgezeichnet worden und wir waren mega stolz. Ja, und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Also am Grün waren wir nicht so sehr lange, weil dann wurde das Ortenberg Center fertig und wir haben uns überwunden und die erstmal für uns schwere Entscheidung getroffen, wir ziehen ins Ortenberg Center ein, was ja wieder eine neue finanzielle Verpflichtung bedeutet hat, aber auf der anderen Seite auch das erste Mal völlig jungfräuliche Räume, die wir einrichten konnten. Da gab es dann auch schon mehr wie einen Mitarbeiter, beziehungsweise du warst ja auch Mitarbeiter, also mehr wie 2 Mitarbeiter. Wir haben im anderen Flügel des Ortenberg Centers dann auch dort einen großen Trainingsraum gehabt, auch der aus meiner Sicht richtig schnieke und modern eingerichtet, mit einer Theke und so, also waren wir richtig stolz drauf. Und ja, das war dann so der Punkt, wo die Sache noch mehr ins Laufen kam, professioneller war und das lief alles prima, bis eines du kamst und mir was erzählt hast. Bis eines Morgens die Schelle ging und ein gewisser Herr Michael B. in der Tür stand, werde ich auch nie vergessen, ein Hufeisen dabei hatte, um uns viel Erfolg und Glück zu wünschen, was ich großartig fand. Er hatte aber auch eine schwerwiegende Idee mit dem Gepäck. Er wollte uns nämlich davon überzeugen oder mich davon überzeugen, dass wir in das Software Center umsiedeln. Das ist damals so eine Art Technologie- oder Gründungszentrum gewesen und sollte auf dem ehemaligen
Gelände der Jägerkaserne entstehen und er wollte dort die heimische Softwareindustrie zusammenbringen und hat, ja, ich glaube, über eine Stunde auf mich eingeredet, um mich davon zu überzeugen, ins Software Center umzuziehen. Tja, und das war natürlich dann wieder eine schwierige Entscheidung, denn zum einen sind wir ja vor gar nicht allzu langer Zeit quasi ins Ortenberg Center umgezogen, hatten dort einen längerfristigen Mietvertrag und dann die Idee, ins Software Center zu gehen, wieder neu anzufangen, war natürlich verlockend. Aber zum einen waren die Räume größer, die finanziellen Verpflichtungen auch, sodass wir ja jeden Monat wieder mehr erwirtschaften mussten. Und das ist natürlich für ein junges Unternehmen schon immer so eine Nummer. Es ist ein Unsicherheitsfaktor. Aber wir haben es natürlich gemacht und waren dort auch sehr glücklich. Und zum Beginn, also als wir in das Software Center gezogen sind, hatten wir so zwischen 25 und 30, knapp 30 Mitarbeiter und wir konnten tatsächlich die Räume dort ziemlich gut füllen. Trotzdem sind wir kurz danach baden gegangen, denn es war in Marburg das, das Stadtfest, 3 Tage Marburg statt. Und dort wurde halt das sogenannte Drachenbootrennen auch schon initiiert. Und wir sind damals mit einer Mannschaft angetreten. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 12 oder 13 auch gut gekleidete, verkleidete Menschen. Ballkleidung. Weil unser Schiff hatte bezeichnenderweise den Namen Inotanik. Und wir sind prompt kurz hinter der Mensabrücke dann mit dem gesamten Boot gekentert. Die Gründe sind bis heute unklar. Jedenfalls liegt meine Brille und ich glaube Karens Wunderbarer Ohrring Strassohrring. liegen immer noch auf dem Grund der Lahn. Ja. Wir sind jedenfalls gerettet worden vom DLRG. Es war sehr unelegant. Ich hätte es mir etwas schöner vorgestellt, so auf Hemd getragen oder so. Aber immerhin hat es uns in die Hessenschau gebracht. Das stimmt. Das waren wirklich dann die ersten Bilder im hessischen Fernsehen. Ja. Und wir haben danach dann natürlich unser Engagement mit Drachenbootrennen eingestellt, weil wenn eine Inotanik sinkt, dann bleibt sie gefälligst unten. Und von daher besser konnte der Abschluss überhaupt nicht sein. Ja? Also famos. Ja, natürlich sind wir nicht stehen geblieben. Es kamen neue Pläne auf. Wir haben uns wohl im Software Center gefühlt, aber der Wunsch nach was Eigenem kam auf. Und es gab diverse Grundstücke, die uns quasi angeboten wurden. Das ehemalige US-Depot wäre eine Möglichkeit gewesen. Und so auf den letzten Drücker haben wir dann quasi von der Firma Herzog das Angebot für das jetzige Grundstück gekriegt, damals 6000 Quadratmeter, also ein Riesending. Haben wir später noch was dazu gekauft. Und da haben wir dann angefangen, das eigene Bürogebäude zu planen, so ganz nach unseren Vorstellungen und unseren Bedürfnissen. Gleichzeitig kam die Idee auf, eine kleine AG oder die GmbH in eine kleine AG umzuwandeln. Da gab es weniger, man musste quasi weniger Veröffentlichungsvorschriften. Es war insgesamt weniger aufwendig als eine sogenannte große AG. Und das haben wir dann tatsächlich überlegt und ebenfalls eingeleitet. Und natürlich, da in der alten Logo-Idee das GmbH-Kennzeichen oder die GmbH-Schriftform drin war, haben wir dann auch ein neues Logo in Auftrag gegeben. Und die kleine AG wollten wir hauptsächlich deswegen haben, weil wir mittlerweile aus unserer Sicht so gut dastanden, dass wir unsere Kollegen am Erfolg des Unternehmens beteiligen wollten. Das war ja bei einer GmbH etwas schwieriger, weil jeder Anteil, den man abgegeben hat, hätte ja notariell beglaubigt und eingetragen werden müssen. Wir haben uns sehr gewünscht, dass das zum 01.01.2000 passiert, weil so besondere Daten waren schon immer so unser Ding. Leider ist es wegen des Amtsgerichts Ende Dezember 99 eingetragen worden. Aber für alle Mitarbeiter, die bis jetzt Aktien gekauft haben, war das jeweils ein finanzieller Erfolg. Die Dividende ist immer ordentlich und da sind wir sehr stolz drauf. Auch, dass wir den Banken widerstanden haben, die uns die Türen eingerannt haben, um uns an die Börse zu bringen. Aber wir wollten ja keine schnelle Kohle machen, sondern nach wie vor war unser Tenor organisches Wachstum, Wurzeln schlagen, gesund sein, solide sein. Und die Wurzeln haben wir dann tatsächlich 99 hier geschlagen mit dem Baubeginn des eigenen Gebäudes.
dadurch, dass wir, ich weiß nicht, ob es so, weil wir so schnell waren oder weil wir es irgendwie versäumt haben oder Herzogs war so schnell. Firma Herzog war so wahnsinnig schnell. Jedenfalls haben wir es versäumt, einen ordentlichen Grundstein zu verbuddeln und deshalb kam der Bauleiter dann damals auf die Idee, dann lasst uns den Grundstein hier einrichten. Ich glaube, wir haben von der Tageszeitung ein Exemplar, wir haben irgendeinen Quellcode verbuddelt, Geld und ja, das ist also hier dann der offizielle Inosoft-Gebäude Grundstein. War das wahnsinnig flott, dann waren die ersten 10 Jahre rum. Und auch das wollten wir natürlich feiern, wieder 10 Jahre, runde Zahl, was Besonderes, ne? Andere feiern Fest, wir wollten eine Gala feiern und das haben wir auch getan. Und da auf einer Gala natürlich auch getanzt werden soll, haben wir unseren Kollegen dann Tanzunterricht angeboten, der sehr freudig angenommen wurde. Und wir haben dann diese Gala gefeiert mit sehr vielen Kunden, mit den Kollegen, Partner, Partnerinnen und ein paar nahestehenden Personen. Und es war ein rauschendes Fest. Das Duo Elchtest hat das Seinige dazu getan und hat uns aufs Beste unterhalten. Wir haben also unheimlich viel Spaß gehabt. Und die Gäste konnten dann im Nachhinein Bilder mitnehmen, die ein Fotograf gemacht hat, jeweils paarweise oder einzeln. Konnten sich alle postieren, um da ein Erinnerungsfoto an dieses prachtvolle Fest mit nach Hause zu nehmen. Die Firma wächst, die Projekte werden größer und anspruchsvoller. Und das, was wir sozusagen am Küchentisch lange Zeit gemacht haben, die Wochenplanung, die Einsatzplanung, die Abstimmung, alles muss sich ein bisschen an die Veränderungen anpassen. Was heißt, dass wir auch die Strukturen anpassen mussten? Wir haben dann lange diskutiert, wie wir darauf reagieren und sind dann aber eigentlich relativ schnell zu der Entscheidung gekommen, einen dritten Vorstandsposten einzurichten. Und da hat sich dann ein junger Mann hervorgetan, der schon eine Weile bei uns gearbeitet hat und der sich geradezu für diese Position angeboten hat. Und das ist Markus Schwalm. Ja, ganz so jung war ich nicht mehr. Bin 1999 schon bei der Inosoft eingetreten, damals als Trainer im Software Center. Mit den Jahren, gerade so mit der Jahrtausendwende, kamen immer mehr Projekte. Die Projekte wurden anspruchsvoller, größer. 2003 habe ich dann die Leitung des Beratungsbereichs übernommen. Ja, und dann in den folgenden Jahren sind wir gewachsen. Es gab anspruchsvollere Projekte, größere Projekte. Ja, und dann 2011 war es soweit, dass Karin und Thomas mich gefragt haben, ob ich zusammen mit ihnen im Vorstand die Firmenleitung übernehmen möchte. Habe mich sehr gefreut, hatte aber auch sehr viel Respekt vor der Aufgabe. Aber dank der Kollegen und Karin und Thomas konnte ich gut in die Aufgabe hineinwachsen, die ich jetzt seit 12 Jahren ausübe. Ja, und dann kam tatsächlich einer der ersten Tiefschläge, denn wir haben nach gut 15 Jahren Beauftragung den Kunden Deutsche Bank verloren. Hier haben wir das Logo. Ich habe das damals auf einer Aktionärsversammlung mitgehen lassen. Darf ich nicht öffentlich sagen, sonst kriege ich möglicherweise im Nachgang noch Probleme. Aber diese Veränderung, die war angekündigt von der Bank, die hat mit internen Umstrukturierungsmaßnahmen zu tun. Und das heißt, wir wussten, was auf uns zukommt. Trotzdem war es nach der langen Zeit und im Schnitt zwischen 12 und 15 Kollegen, die kontinuierlich für die Bank gearbeitet haben, schon eine schwierige Situation. Wir wussten nicht genau, wie geht es weiter, wie füllen wir diese Lücke, wie wird sich alles entwickeln. Und wie so oft hat sich aber gezeigt, dass jede größere Veränderung auch eine Chance mit sich bringt. Und insofern kann man im Nachhinein fast sagen, dass es gut war. Finanziell war das glücklicherweise für uns kein Problem, weil wir zu dieser Zeit schon unseren Vorsatz, Wurzeln zu schlagen und solide finanziell und unabhängig dazustehen, verwirklicht haben. So konnten wir dann ja ohne irgendwelchen Zeitdruck oder Ängste unsere Kollegen technologisch auf eine neue Schiene setzen. Die hatten also wirklich auch Zeit an der Hand und konnten sich mit anderen Themen beschäftigen. Und kein Inosoftie musste da Angst haben. Und auch das war eine super Botschaft nach innen. Kunde weg, ich vielleicht auch bald, so wie es halt in vielen größeren Firmen durchaus gang und gäbe ist. Das ist bei uns nicht der Fall und das hat den Kollegen dann auch eine sehr große Sicherheit gegeben und wir waren schon auch mal wieder stolz. Ja, ich muss sagen, ich bin im Nachhinein froh, dass es damals so gekommen ist, weil es letztendlich durch die Freiräume wir die Gelegenheit hatten, uns mit neuen Technologien und Themen zu beschäftigen, neue Felder zu besetzen. Ja, und auch eigentlich eine der Kernkompetenzen, die wir haben, uns in neue Technologien einzuarbeiten, halt ausprägen konnten. Und von daher dieses
dass die Mitarbeiter in so einem Umfeld sich eben auch auf uns als Firmenführung verlassen konnten. Das ist für uns ein zentraler Wert letztendlich, dieses Aufeinander verlassen können, auch der Kollegen untereinander in den Projekten. Ich glaube, das zeichnet unsere Projektarbeit auch aus. Das ist übrigens auch einer der ersten Checks, die ich mache, wenn ein Kollege kommt und ja, einen Kommilitonen, Freund, Bekannten vorschlägt, hier, der könnte für uns interessant sein. Das ist meine erste Frage, die ich an ihn stelle, ist immer, ja, stell dir vor, nächste Woche ein neues Projekt, absolut herausfordernd. Denkst du, dass du dich auf ihn verlassen kannst? Und wenn dann die Antwort kommt, ja, dann ist quasi schon die erste Hürde genommen. Und dann fing die Zeit des großen Brütens an. Natürlich gab es vorher auch schon Kollegen, Kolleginnen, die Kinder bekommen haben, aber dann ging es so richtig los. Dann war das Nestchen gebaut und dann kamen die Kinder und wir haben teilweise 18 Monate im Jahr oder auch noch mehr an Elternzeiten zu verkraften gehabt. Und diese Ausfälle haben unsere anderen Kollegen dankenswerterweise ohne Murren und ohne irgendwelches Teteretät, das haben sie einfach still und selbstverständlich übernommen. Und das war wirklich ganz, ganz toll. Und da kann man nur sagen, Dankeschön, das haben wir schon oft gesagt, aber eigentlich kann man es nie genug sagen. Und wir hatten in dieser ganzen Zeit nur 2 Frauen, die hier schwanger geworden sind. Wir sind ja sehr männerlastig. Und nur einen einzigen Mann, der keine Elternzeit in Anspruch genommen hat. Also alle anderen haben Elternzeit in Anspruch genommen, einmal, zweimal in verschiedenen Chargen. Und kann man stolz drauf sein. Und jetzt ist es natürlich so, wir haben diverse junge Mitarbeiter bekommen und ich denke, die holen jetzt Schwung. Das heißt, bald wird es wieder losgehen mit Inno-Babys. Wir nennen sie Inno-Zwerge. Und dann bin ich gespannt, was da alles so kommt. Oha, herausfordernd, aber ich freue mich drauf. Weil du sie nicht haben musst. Ja, aber ich meine, letztendlich haben wir es in der Vergangenheit immer hinbekommen, dass das eben kompensiert werden konnte. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir auch in Zukunft das hinbekommen werden. Wir sind insgesamt als Firma einfach auch reifer geworden. Das heißt, das sieht man auch jetzt, wenn ich mir die Projekte anschaue, die wir bei unseren Kunden machen, die Art, wie wir engagiert werden, wie wir mit Problemstellungen betraut werden. Es geht gar nicht mehr um Technologie vordergründig. Das heißt, das, was früher ja mehr oder weniger das Primäre war, war die Technologie. Mittlerweile ist es einfach die Kenntnis, die branchenspezifische Kenntnis, die Fähigkeit, Kunden zu verstehen, Herausforderungen, Problemstellungen zu verstehen und mit ihnen auf Augenhöhe daran zu arbeiten, dass diese Probleme behoben werden oder Situationen verbessert werden. Und dafür nutzen wir die Technologie, die in den Unternehmen vorhanden ist, bewerten die und da hilft uns eben unsere lange Erfahrung und Expertise und natürlich auch die Strategie, dass wir uns erlauben, mit wenigen begrenzten Key-Kunden lange partnerschaftliche Verhältnisse aufzubauen. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir genau diese Leidenschaft und Freude bei unserer täglichen Arbeit, bei den Projekten behalten. Und dass diese freundschaftlich kollegiale Arbeitsatmosphäre in der Innosoft, die Innosoft auch, finde ich, so besonders macht, dass wir die in 30 Jahren ja beim nächsten Jubiläum noch genauso feiern können. Und ich wünsche mir, dass wir auch weiterhin für die Kollegen dieser wichtige Baustein in der Lebensplanung sein können und dass wir auch dieses lebenswerte Arbeitsumfeld ja, aufrechterhalten können und immer weiter anbieten können. Und nebenher würde ich mir wünschen, dass Intra aufhört zu schnarchen. Und ich wünsche mir, dass die Firma ihre unternehmerische Freiheit, ihre wirtschaftliche Unabhängigkeit von Banken, Geldgebern, Herstellern und so weiter behält, weiter ihr Ding machen kann und idealerweise in 20 oder noch besser in 70 Jahren dann das nächste Jubiläum feiern kann.